Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist gerade ein bisschen Sommerloch. Ich bin auch gerade auf einer Reise und mache ein paar neue Videos für euch. Ich bin gerade wieder in Polen unterwegs, will euch aber nicht ganz auf dem Trockenen sitzen lassen mit Videos. Deswegen gibt es von mir heute ja ein kleines Video, was ich von unterwegs schneide. Die restlichen Videos werden zu Hause geschnitten, aber heute werde ich euch trotzdem schon mal was zeigen. Und zwar ist das ein Ehrenmal für die Sowjetarmee. Was es damit auf sich hat, was ihr hier hinter mir sehen könnt, das werde ich euch jetzt gleich erzählen. Bis gleich. Ja, dieses Ehrenmal hier ist für die erste ukrainische Front der Sowjetarmee errichtet worden, die hier 1945 über die Oder übergesetzt hatten oder die Oder erobert haben, hier den Bereich in Oberschlesien. Und ja, hier sind 425 ukrainische Soldaten zwischen dem 23. und 30. Januar 1945 gestorben bei dem Versuch, die Oder zu überqueren und einzunehmen, was dann auch geschafft worden ist, logischerweise. Aber es hat halt schwere Kämpfe gegeben und für diese Soldaten, die hier gefallen sind, ist hier dieses Ehrenmal errichtet worden. Das kann man auch so ein bisschen mit diesen Booten, die hier so angedeutet sind, einmal ringsrum. Und da ist auch eine Inschrift da oben, das übersetzt so viel heißt wie ewiger Ruhm den Soldaten, die hier für ihr Vaterland und den Sieg gegen das faschistische Deutschland ihr Leben gelassen haben. So etwa ein bisschen frei übersetzt. Und ja, das steht hier direkt an der Oder. Ein paar kurze Infos dazu. Das ist 45, wie gesagt, im Oktober 45, soweit ich es gelesen habe, eingeweiht worden. Und ja, es hat ein relativ einschneidendes Erlebnis gegeben. 2017 hat die Regierung unter Duda damals unterschrieben, dass sowjetische Ehrenmale hier in Polen geschliffen werden sollen. Also sie sollten alle entfernt werden, was natürlich zu Diskrepanzen geführt hat mit Moskau, logischerweise. Da hat es ein bisschen heiße Luft gegeben. Diese steht Gott sei Dank noch, denn 2017 ist dieses Ehrenmal auch saniert worden und feierlich wieder übergeben worden. Also es wurden Spendengelder gesammelt hier in Polen und das wurde in Kooperation mit ukrainischen Soldatenverbänden oder Veteranenverbänden ist das hier dann saniert worden, weil es ja auch durch Vandalismus stark gelitten hat in den Jahren bis dahin. Und sogar es waren 2 Fernsehsender aus Russland hier und haben das ganze Event, wo das hier feierlich wieder übergeben worden ist, haben das live übertragen. Da waren auch polnische und russische Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg hier und haben das Ganze mit beigewohnt und übergeben, eröffnet, wie man es nennen möchte. Ja, das fand ich, wenn man das so sieht, ein bisschen aus der Ferne vom Auto aus, fand ich das ganz imposant. Deswegen wollte ich das euch einfach mal zeigen und wollte euch ein kleines Video davon machen. Was hier noch ganz interessant ist, hier ein paar Kilometer sind es gar nicht, circa 2 Kilometer, 1,5 Kilometer hinter der Oder. Also die Oder ist jetzt, hier ist so ein bisschen der Deich, kann man erkennen. Also das ist die Oder hier hinter. Und hier hinter im Wald ist noch ein alter Soldatenfriedhof. Ich weiß gar nicht, ob es Soldatenfriedhof ist, aber auf jeden Fall ist es ein alter deutscher Friedhof und auch den gucke ich mir ja gleich mit euch nochmal an. Und ja, schauen wir mal, was es da noch so zu entdecken gibt. Also bis gleich. Ja, wie eben schon versprochen, habe ich mir jetzt den Friedhof, den ich eben erwähnt hatte, jetzt mal angefahren. Ich habe auch die Sonnenbrille ab, so ein bisschen aus Pietätsgründen, auch wenn die Sonne mir jetzt gerade voll ins Gesicht knallt und tief steht. Und ja, das ist jetzt kein Soldatenfriedhof, wie ich es eben erwähnt hatte. Also es ist also wirklich nur ein ziviler Friedhof von der Gemeinde, die hier in der Nähe ist. Und zwar ist es ein evangelischer Friedhof. Ja, und für die das nicht so genau wissen, vielen ist es wahrscheinlich bekannt, aber hier in Polen ist ja der katholische Glaube relativ weit verbreitet. Ich würde mal sagen, der allgemein herrschende, also die evangelische Kirche ist hier nachdem der Krieg zu Ende war eigentlich, es gibt sie natürlich noch, aber nur noch ganz, ganz gering. Also evangelische alte deutsche Friedhöfe sind hier in den meisten Fällen dann verlassen. Also dieser Friedhof ist hier 1947 aufgegeben worden. Und es gibt also noch ein, zwei Grabsteine von 1947, die ich gesehen habe. Was dabei aber auffällt, ist,
ja, dass da die Namen schon polnisch sind. Also nicht mehr diesen typischen deutschen, ja, also diese typischen deutschen Namen, wenn man ja, beerdigt auf den Grabsteinen sehen kann. Weil ja, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind die Deutschen ja hier ja, vertrieben worden, also auch selbst aus Oberschlesien, nachdem das dann an Polen gefallen ist, sind ja auch die Deutschen zum größten Teil vertrieben worden oder so gut wie eigentlich fast alle vertrieben worden. Einige wenige sind ja trotzdem geblieben, aber der Großteil ist ja vertrieben worden und man hat ja, wie gesagt, deutsche Namen, also auch die Städte hier, Dörfer, die Gemeinden hatten ja alle deutsche Namen bis 45 und das wurde ja alles geändert in Polnisch. Mittlerweile fängt man ja an, hier in Schlesien die Ortsschilder teilweise wieder auf Polnisch und auf Deutsch zu schreiben, also wie der Ort früher hieß. Und ja, deswegen ist auf den deutschen Friedhöfen auch immer, ich will mal sagen, nicht allzu viel mehr los. Also die sind, ich habe schon, wo ich vor den Videozeiten Kirchen besucht habe, die ich fotografiert habe, also alte verfallene evangelische Kirchen, und man hat die Friedhöfe dazu besucht, habe ich schon, also das hat mich wirklich ein bisschen geschockt und enttäuscht, dass viele Friedhöfe, wo auch richtig Grabplatten drauf waren, dass die teilweise aufgebrochen waren. Man konnte reingucken direkt, man hat die Knochen unten sogar drin gesehen. Es ist kein Spaß, habe ich gesehen. Aber da habe ich halt, wie gesagt, das ist schon über 10 Jahre her. Also den Friedhof müsste ich vielleicht noch mal besuchen wieder. Ob es den noch gibt, weiß ich nicht. Aber ja, ob das jetzt geschändet ist oder durch Verfall, das möchte ich jetzt nicht mutmaßen. Aber wie gesagt, es hat mit den evangelischen Friedhöfen ist das dann halt nicht mehr weit her. Da hat sich, oder der Großteil wurde sich nicht drum gekümmert. Mittlerweile ändert sich das so ein bisschen. Also hier sind auch Gedenkplaketten drauf, die so in deutscher Sprache sind. Für die Einwohner hier der Gemeinde, die hier in der Zeit, wo es halt noch zu Deutschland gehört hat, beerdigt sind. Hier ist ein Grabstein der Familie Lode. Die Familie Lode ist hier relativ häufig vertreten auf diesem Friedhof. Kenne ich jetzt nicht, kann ich keine Geschichte zu erzählen. Ist aber hier, wie gesagt, scheinbar eine dominante Familie gewesen, weil hier einige Steine der Familie hier stehen. Und wie man sieht, also es ist schon sehr verwahrlost, aber es ist, wie gesagt, immerhin eingezäunt. Es ist eine Gedenkplakette hier, die zeige ich euch gleich. Und ja, leider kann man auf den Plaketten nicht mehr viel sehen. Aber hier ist eine von 1909, noch in relativ gutem Zustand sogar. Hier ist auch Familie Lode, weil ich auch mit den Spiegelungen erkennen kann. Also hier gestorben 1901, 1909, Ruhe sanft. Da hinten, also was natürlich so ein bisschen ja, mystisch am schönsten aussieht, hier der Grabstein, den kann ich leider nicht mehr erkennen, was da drauf steht auf diesem Kreuz hier. Das hatte ich euch ja eben schon einmal kurz gezeigt. Da kann man leider nicht mehr erkennen, wer hier beerdigt worden ist. Und ja, hier ist zum Beispiel eine Plakette noch angebracht. Wir erinnern im stillen Gedenken an die hier ruhenden Familienangehörigen der evangelischen Gemeinde und die deutschen Namen. Ruht in Frieden, Gott der Herr ist an eurer Seite. Gewidmet vom DFK, was auch immer, was DFK heißt. Hier kann man auch noch mal erkennen, hier auch auf Deutsch noch mal beschrieben. Steht es auch drauf, seit 1947 stillgelegt. Und ja, die meisten Gräber sind halt hier ja nicht mehr in gutem Zustand. Aber was ich ganz gut finde, also es kümmern sich wohl doch noch welche drum. Hier ist zwar die Grabplatte zerschlagen, aber man hat sie wieder versucht, so ein bisschen ja, zusammenzulegen, dass sie wenigstens hier verbleibt. Dalibor hießen die, Dalibor, 1891 kann ich noch erkennen, gestorben. Ja, und hier hinten sind noch ein paar Gräber und da, das ist das, was ich meinte, was ich relativ interessant finde. Also ab 1945 wurde ja, so habe ich es aus Erzählungen, auch aus der Familie gehört, dass ja, ab 45 hier eigentlich alle Straßennamen etc., alles wurde getilgt. Es sollte auch und durfte auch kein Deutsch mehr gesprochen werden öffentlich. Und ja, deswegen gibt es dann hier auch 1947, kann ich hier noch erkennen, gestorben. Nee, gar nicht wahr. Das ist der falsche Grabstein. Entschuldigt bitte. Das ist 1931. Elisabeth Plieske. Aber hier war noch ein Grabstein. Nee, das war Susanna Ratzai. 1947 und Gustav. Aber man erkennt schon am Nachnamen, dass der halt nicht mehr deutsch klingt. Das heißt, wenn man hier geblieben ist, weiß nicht, ob man den Namen wechseln musste. Das kann ich nicht genau sagen, das ist jetzt Mutmaßung. Aber man sieht halt, dass es danach dann relativ stark aus der Geschichte getilgt worden ist hier. Also, dass es mal deutsch gewesen ist.
Und Gott sei Dank kommt das hier so in Schlesien mal wieder so ein bisschen mehr ins Gedächtnis zurück, dass es halt hier auch ein bisschen Geschichte hat. Also immer mehr auch von den jungen Leuten erinnern sich da jetzt dran und möchten oder interessieren sich dafür. Und ja, es wird wieder so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen, was ich auch super finde. Ja, das soll es für heute eigentlich erstmal gewesen sein. Mir ist bulle warm, ich muss mal irgendwie duschen heute noch. Und ja, deswegen, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Das kriegt ihr von mir so ein bisschen vorab, das Video. Und die nächsten größeren, die kommen erst ein bisschen später, weil ich die noch bearbeiten will. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar und abonniert meinen Kanal. Das finde ich super wichtig. Das ist ein bisschen Anerkennung auch für das, was ich hier tue. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Schönen Sommer noch. Haut rein. Ciao.